Du bist in Deutschland, dann lern jetzt mal auch die Sprache, ja, die deutsche Sprache. Ein Grund, warum du nicht auswandern solltest, ist, wenn du Angst hast vor der Sprache, die im Ausland gesprochen wird. Es spielt keine Rolle, ob das Türkisch ist, ob das Albanisch ist, Spanisch oder sonst irgendeine Sprache. Englisch zum Beispiel wird auch nicht nur in den USA oder auch in England gesprochen, sondern auch multinational in Dubai zum Beispiel. Und wenn du aber Angst hast vor der Sprache, diese zu lernen, beziehungsweise auch keinen Kontakt zu Menschen haben möchtest, könnte es ein Problem werden. Und ich möchte ein bisschen aus unserer Erfahrung hier berichten. Denn viele Menschen, die uns folgen, die uns kennen oder allgemein natürlich, sagen, dass Auswanderer natürlich im Ausland dann natürlich ausgesorgt haben, beziehungsweise dann natürlich auch nichts mehr machen müssen und dementsprechend sie ganz viel Zeit haben, sich in der Weltgeschichte rumzutreiben, beziehungsweise sich jetzt Beispiel auf die Türkei bezogen oder auch Paraguay, Dubai, ganz egal wo, dass sie sich dann einfach mitten in der Gesellschaft rumtreiben und natürlich somit auch viele Kontakte aufbauen und aber auch natürlich nach einer gewissen Zeit die Sprache lernen und im besten Fall diese natürlich perfekt beherrschen. Das ist aber pauschal nicht gesagt und es ist nicht so pauschal, ja, denn auf uns bezogen zum Beispiel kann ich sagen, dass ich sehr schlecht Türkisch reden kann. Ich kann sehr gut Türkisch verstehen, mehr oder weniger schon, wenn man auf Deutsch so mit mir reden würde. Hallo, kannst du mir das bringen? Möchtest du das haben? Ja, dann, also so wie wir in Deutschland quasi mit den Ausländern reden, sozusagen auf Deutsch und manchmal, vielleicht hast du dich auch schon erwischt, wie du selber so auf deren Sprache nur auf Deutsch quasi redest, ja, so kurz, du haben wollen, diese, ja, dann könnte das zum Erfolg führen, dass ich das dann auch verstehe, aber mir fehlen natürlich unzählige Vokabeln, ja, aber ich habe trotzdem hier keine Angst, mich hier mit den Menschen zu treffen, beziehungsweise natürlich auch dann notgedrungen ins Gespräch kommen zu müssen, aber ich komme gleich nochmal zu unserer Lösung, notgedrungen. Und ich weiß, Leute, ich weiß. Ihr dürft gerne reinschreiben, was ihr davon hält. Aber ich weiß. Denkt ihr wirklich, dass natürlich, ich könnte mir die Zeit nehmen, ganz ehrlich, auf jeden Fall, ich könnte mir die Zeit nehmen und einen Sprachkurs belegen. Ich könnte Online-Kurse auch machen, Sprachkurse. Es ist heutzutage alles möglich. Aber ich bin sehr bequem und allgemein Menschen sind sehr bequem. Und deswegen, bei mir zumindest kann ich sagen, dass es nicht notwendig ist, beziehungsweise ich teilweise wirklich, also mein Terminkalender ist so voll, E-Mails schreiben, Online-Shop bearbeiten, Videokurse machen, etc., Videos abdrehen, auch hier für YouTube natürlich. Also es ist schon voll. Ich bin jetzt hier nicht in Rente und ich habe nicht mein monatliches Einkommen so vom Staat irgendwie, irgendwas, nein, sondern ich muss für meinen eigenen Lebensunterhalt sorgen. Und deswegen ist das für mich Priorität, weil ich verdiene mein Geld nicht in der Türkei draußen physisch. Ich muss nicht irgendwie auf eine Baustelle gehen. Ich muss nicht zu einer Bank oder in ein Office gehen und dort arbeiten und mit der türkischen Sprache irgendwie zurechtkommen, sondern ich kann einfach von hier zu Hause, da wo ich jetzt gerade sitze, meine Tätigkeit nachgehen und dementsprechend natürlich auch Geld generieren, wenn ich das möchte. Und deswegen, da das Priorität ist bei mir, lerne ich die Sprache auch nicht so schnell und so gut, wie es eigentlich sein könnte. So wie in Deutschland die Menschen, die dann nach Deutschland kommen, die Ausländer sozusagen, und die teilweise ja auch sprachlich gefördert werden. Beziehungsweise die müssen ja auch das Ganze, weil das Krasse ist ja auch so in Deutschland, das ist mir vorhin eingefallen, in Deutschland, wenn du beim Bäcker bist zum Beispiel, dann da redet ja kaum einer Englisch eigentlich. Oder sie könnten vielleicht Englisch reden, aber ich habe wirklich, wirklich noch nie gesehen, dass irgendeiner auf Englisch in Deutschland zumindest irgendwas bestellt. Also wenn, super selten. Also ich kann mich daran gar nicht erinnern. Aber hier, weil ja alle Deutsch reden, ja, und die Deutschen sind ja dann so, du bist in Deutschland, dann lern jetzt mal auch die Sprache, ja. Solche gibt es ja immer wieder, solche Sprüche. Habe ich selber von teilweise auch Familienangehörigen zu hören bekommen. Ja. Die sollen ja auch erstmal Deutsch lernen. Ja. Die Türken sind vielleicht auch so, aber ich verstehe es nicht. Ja.
Die kommen mir aber gegenüber, wenn ich dort stehe und versuche, mich irgendwie breit zu erklären sozusagen, die kommen mir nicht irgendwie mit sowas dieses, ja, übersetzt gesagt, ja, lernen jetzt erstmal Türkisch und dann reden wir weiter. Ne? Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber ich möchte auch hier nochmal zu unserer Lösung kommen und jeder, der das Video sieht und uns kennt, hier persönlich auch, vielleicht auch unsere Nachbarn, liebe Grüße, schöne Grüße. Wir haben hier eine türkisch-deutsche Community, Deutsch-Türken sozusagen aus Deutschland, aus Süddeutschland und aber auch aus Norddeutschland und die unterstützen uns schon, wenn wirklich was anliegt. Unsere Nachbarn, die perfekt Türkisch können natürlich und die selbst sogar aber natürlich auch entlarvt werden sozusagen, weil das sind halt Deutsch-Türken und die Türken hier anscheinend, die merken dass das keine Türken sind, sondern Deutsch-Türken. Ja? Also da gibt es auch nochmal Unterschiede. Aber natürlich verstehen die alles und die können natürlich alles reden. So, und die sind für uns dann Dolmetscher. Und das ist natürlich schon eine klasse Leistung und auch mit immer Zeit verbunden. Und deswegen vielen Dank für diejenigen, die das jetzt hören. Und das ist natürlich dann schon eine Erleichterung. Wie ich es auch in dem anderen Video gesagt habe, dass es natürlich in Spanien bzw. in Paraguay anders war. Da musstest du die Sprache relativ schnell lernen, wenn du dort lebst, weil du wirklich mit Englisch auch gar nicht weiterkommst. Hier kommt man ja immerhin noch mit Englisch einigermaßen gut weiter. Aber trotzdem an sich ist es nicht unbedingt mein Anspruch. Aber wie gesagt, also mein Anspruch, dass ich nicht die Sprache in dem jeweiligen Land lerne. Aber wie gesagt, es ist natürlich für mich aktuell gar keine Priorität. Auch wenn jetzt viele von euch sagen, das ist aber nicht in Ordnung und nee, dann geh doch wieder zurück nach Deutschland und was weiß ich, was es da für Kommentare alles gibt, was ich schon alles auch auf anderen politischen Kanälen gesehen habe, wie krass Nationalstolz sozusagen die haben und mich als Ausländer bzw. als Verräter dann hinstellen, finde ich amüsant. Aber letztendlich, es gibt ja auch andere Länder, wo es nur Englisch gesprochen wird. Und dort würde ich mich zum Beispiel natürlich viel besser zurechtfinden. Aber ich bin auch ehrlich, wie ihr mich kennt, und ich muss auch sagen, ich habe mich oft erwischt, wie ich gesagt habe, ey Markus, eigentlich, es wäre schon geil in Deutschland, weil du kannst halt mit jedem reden. Du gehst in ein Büro, du gehst in einen Supermarkt, du gehst in einen Einkaufsladen irgendwo in eine Mall, du gehst zum Fitnessstudio, egal wo du bist, alle reden Deutsch oder können Deutsch, mehr oder weniger, und du kannst dich verständigen. Und das ist wirklich ganz, ganz viel wert, Leute. Und das will ich euch mitgeben. Also das muss man definitiv beachten beim Auswandern. Man muss auch natürlich eine gewisse Stärke auch haben, mentale Stärke natürlich, weil klar, man kommt sich schon blöd vor auch, ab und zu, definitiv, ganz klar. Aber was soll man machen? Man lebt ja auch jetzt hier und wenn, wie gesagt, es dir wichtig ist und du hier sogar arbeiten müsstest, alter Schwede, dann musst du die Sprache können und dann musst du Gas geben und dann musst du wirklich vielleicht auch Sprachkurse besuchen und diese vielleicht auch privat bezahlen. Ja? Aber du hast ja dann davon was. Vor allem, wenn du hier arbeiten musst. Aber wenn du so wie wir natürlich online aufgestellt bist, online Geld generieren kannst, dann spielt das keine Rolle, ob du hier bist, in Paraguay, in Dubai, in Spanien, in Marokko oder sonst irgendwo. Nein, da kannst du einfach von zu Hause oder vom Café draußen, da kann jeder Merhaba oder sonst irgendwie Hallo sagen und bezahlen, seinen Kaffee trinken und dann von dort aus arbeiten. Ja, aber das geht halt nur, wenn du online dich aufgestellt hast. Und da haben ja viele gar keinen Plan. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch da mit mir Kontakt aufnimmst und mehr darüber erfahren willst. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich mit dem Video euch mehr Einblicke zeigen konnte. Und gerne darfst du dieses Video natürlich teilen und gerne darfst du das Video weiterleiten und abonnieren natürlich den Kanal und auch einen Daumen nach oben da lassen. Und immer wieder nicht vergessen, gerne reinschreiben, was du noch für ein Thema hier haben willst. Dementsprechend, ich freue mich mega. Check das letzte Video auch unbedingt. Sehr spannend das Ganze. Und auch das vorletzte Video. Noch spannender meiner Meinung nach. Und dann freue ich mich auf das nächste Video. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und Nacht, egal wo und wann du bist. Beste Grüße aus Alanya. Euer Markus.